Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor ein paar Tagen habe ich mein Knoblauchbrot gebacken und das Rezept würde ich sehr gerne mit euch teilen, denn es ist wirklich super gut. Das Brot ist so unglaublich locker und luftig. Ich hoffe, ihr könnt das im Video auch gut erkennen. Lecker ist es natürlich auch noch. Und das Beste ist, das sind die einfachsten Zutaten, die für dieses Rezept benötigt werden. Und ich denke, die meisten von euch haben sie auch zu Hause. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Los geht's. In meiner Schüssel habe ich insgesamt 400 Gramm Mehl. Das Mehl habe ich auch vorab gesiebt. Das ist wichtig, dadurch wird das Brot sehr locker. Und dann füge ich noch etwas Zucker hinzu, ungefähr einen halben Teelöffel und ein Päckchen Trockenhefe, das sind 7 Gramm. Jetzt gebe ich noch das Salz in die Schüssel, das ist ein gut gehäufter Teelöffel. Dann vermische ich die Zutaten miteinander und forme in der Mitte eine kleine Mulde, gebe dann in die Mulde ein Ei, füge noch 250 Milliliter lauwarmes Wasser hinzu und verknete alles zu einem Teig. Wenn ich sehe, dass der Teig fast fertig ist, füge ich noch etwas Olivenöl hinzu, einen Esslöffel. Wenn es 2 Esslöffel sind, ist es auch nicht schlimm. Und dann knete ich es unter und lasse meinen Teig eine Stunde gehen. Wundert euch nicht, der Teig ist sehr klebrig, aber genau so muss er sein. In der Zwischenzeit mache ich meine Knoblauchfüllung fertig. In meinem Schälchen habe ich 3 Esslöffel Olivenöl, 2 gepresste Knoblauchzehen und klein gehackten Dill. Ihr könnt natürlich noch mehr Knoblauch nehmen, das ist ja Geschmackssache, oder auch andere Kräuter wie Basilikum, Thymian, Rosmarin, italienische Kräuter und so weiter und so weiter. Mein Teig ist jetzt gut aufgegangen und kann weiterverarbeitet werden. Ich gebe etwas Olivenöl auf die Arbeitsfläche, kein Mehl, das ist wichtig, das muss schon Öl sein, und gebe dann meinen Teig auf die Arbeitsfläche. Die Hände am besten auch mit Olivenöl einschmieren und den Teig dann auch mit den Händen zu einem Fladen formen. Ungefähr 3/4 der Füllung auf den Fladen streichen, dabei aber einen Rand freilassen und den Fladen dann von der langen Seite aufrollen. Das ist eine ziemlich ölige Angelegenheit, aber dann schmeckt das Brot umso besser. Die Rolle dann in 8 Scheiben schneiden und in die Backform setzen. Meine Springform hat einen Durchmesser von 24 cm und größer sollte die Backform auch nicht sein. Je größer die Backform, desto flacher das Brot. Das heißt, ihr könnt sogar eine 20er oder eine 22er Backform nehmen. Und weil ich diese Backform zum ersten Mal benutzt habe, habe ich sie mit etwas Butter eingefettet. Den Teig oder die Teigscheiben dann nochmal zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen. Und so sah das Ganze dann eine halbe Stunde später aus. Man kann auch ganz gut sehen, wie luftig der Teig ist und sogar auch die einzelnen Blasen erkennen. Das Brot wird dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 25 bis 35 Minuten gebacken. Mein Brot war eine halbe Stunde im Backofen. Und jetzt verteile ich die Knoblauchmischung auf dem Brot. Am besten geht das mit einem Pinsel und lasst dann das Öl etwas einziehen und werde euch dann nochmal zeigen, wie es innen aussieht und wie wunderbar fluffig es geworden ist.
Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Bis dann!